Herzlich willkommen zu Shit Happened. Ich erzähle euch heute, wie ich mit der Band Motorhead essen war. Im Jahr 2010 steckte ich noch mitten in meinem Filmstudium und meine Nachbarin Mara war mitten in ihrem Musikstudium. Ich glaube in ihrem zweiten bereits. Und sie kannte sehr, sehr viele Leute in der Musikindustrie. Ich kannte ein paar Leute in der Filmindustrie. Da wir uns regelmäßig gegenseitig auf verschiedene Events einluden, war es auch an dem Abend relativ logisch, dass sie mich fragte, ob ich Bock habe, mit auf ein Konzert zu kommen, weil sie mal wieder Tickets hatte. Und es war Motorhead. Ich kannte Motorhead bisher nur von einem Festival, auf dem ich mal gewesen war, und ich fand die damals relativ uninteressant tatsächlich. Musikalisch klang das für mich alles recht gleich. Dennoch war mir klar, dass es absolute Welt-Rockstars waren und Lemmy, der Frontmann, hatte so ein spannendes Leben, dass ich total interessiert war, auf jeden Fall auf dieses Konzert zu gehen und die nochmal live zu sehen. Wir kamen also in diese riesige Halle rein und die war nur halb gefüllt. Das war ein bisschen überraschend, ich fand das auch etwas seltsam, habe mich umgeguckt, weil vorne stand nicht die Vorband, sondern es standen bereits Motorhead auf der Bühne. Aber in der Halle war noch gewaltig Platz, also da hätte man das Publikum noch dreimal reinstecken können. Als die Jungs dann die ersten Zugaben spielten, kam ein junger Mann auf uns zu, den Mara wohl kannte, und meinte, ob wir nachher noch Lust hätten, mitzukommen. Also verabredeten wir uns im White Trash, das ist so ein Fastfood-Kneipenrestaurant im Prenzlauer Berg. Und als wir dort ankamen, saßen bereits die Crew und die Band komplett an einem Tisch in diesem Laden. Dennoch war ich total überrascht, dass niemand sonst in Richtung des Tisches kam, zu der Band ging oder irgendwie darauf reagierte. Das hat keinen so richtig interessiert. Die saßen da einfach, und vor allem Lemmy ist ja eine Gestalt, den sieht man und erkennt man. Das geht ja nicht an einem vorbei. Aber die Leute waren relativ entspannt. Es saß noch ein anderer, recht prominenter Schauspieler in der Gegend, aber ich glaube, dem ging es nicht ganz so gut, weil er war ziemlich sturzbesoffen und auch für den hat sich keiner interessiert. Und als sie uns reinkamen sahen, erkannten sie wohl den Kollegen von Mara, den wir dabei hatten, und haben uns sofort alle drei auf die Bank gebeten und haben uns zu denen gesetzt. Für mich war das aber total aufregend auf einmal. Auf einmal hatte ich eine absolute Ehrfurcht und so einen Respekt, in der Nähe dieser Weltstars zu sein, obwohl ich persönlich ja gar kein Fan der Musik war. Mara war einigermaßen abgeklärt, die kannte das wohl schon, aber ich war am Schwitzen vor Aufregung. Die Anwesenden bestanden aus ungefähr 8 bis 10 Leuten. Und Lemmy saß mir direkt gegenüber. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss ihn irgendwas fragen. Und mir ist nichts eingefallen. Und wie so ein Idiot habe ich dann einfach gefragt, how was the gig? Wie war der Auftritt? Und er sah mich an und hat erstmal gefragt, ob ich denn nicht da gewesen bin. Ich meinte, doch, ich war da. Und dann meinte er, ja, dann weißt du es ja. So, damit war das Gespräch für ihn auch beendet. Er stand auf und ging in Richtung des, das war so eine Pinballmaschine, und fing an dieser Pinballmaschine zu spielen. Und während alle am Tisch jetzt ihr Essen mittlerweile bekamen, irgendwelche Burger, irgendwelche Fritten, irgendwelche Nachos, und als alle gegessen haben, habe ich nur angeguckt, wie Lemmy da am Pinballautomaten stand, und kam mir ziemlich blöd vor. Die Situation wurde ein bisschen aufgelockert, da der betrunkene Schauspieler stolperte und sich lang machte auf dem Boden und ihm hochgeholfen wurde und er aus dem Laden geführt wurde. Und ich habe die Situation genutzt und bin auf die Toilette gegangen. Dort habe ich für mich selber erstmal versucht herauszufinden, warum ich so aufgeregt bin, warum das für mich gerade so ein Riesending ist, weil ich weder Fan der Musik bin, noch Fan von den Leuten. Ich habe gar nichts gegen die waren ja total nett und respektvoll und sympathisch, aber ich habe nicht verstanden, warum ich dieses komische Gefühl in mir habe. Und mit ein bisschen mehr Ruhe bin ich dann zurückgegangen, habe mich wieder hingesetzt und habe Lemmy versucht zu erklären, auch eigentlich total blöde, warum ich mit der Musik nichts anfangen kann. Und da verstehe ich mittlerweile auch gut, wie er reagiert hat, hat er eigentlich das Gespräch gar nicht aufgenommen. Ich habe versucht, ihm ein bisschen was zu erzählen, und er hat einfach da gesessen und hat nicht wirklich mit mir gesprochen. Aber der Drummer hat dann angefangen, so ein bisschen mit mir über die Musik zu sprechen und wie man die eigentlich fühlen muss und worum es da eigentlich geht, und mir nochmal 2 Alben und 2 Songs empfohlen und gesagt, da musst du nochmal rangehen, und war auch überhaupt nicht beleidigt. Das Ende vom Lied war, dass dann, als alle gegessen hatten, Lemmy als erster verschwunden ist und die Band dann auch aufgebrochen ist und wir im Taxi nach Hause gefahren sind. Und ich mir einfach noch wochenlang richtig blöd vorkam. Blöd, weil ich diese doofe Frage gestellt hatte, und blöd, weil ich
nichts zu sagen hatte zu diesen Menschen. Ich hätte einfach entweder nicht mitgehen sollen oder still da sitzen und die Fresse halten sollen, weil es wurde genug Interessantes erzählt. Es gab genug, was ich gehört habe, was irgendwie interessant war. Aber nein, ich musste ja teilnehmen am Gespräch. Auch wenn die Musik von Motorhead mir nie so zugesagt hat, nutze ich ja selber sehr viel Musik und mache auch Musik. Und für die Reihe Shit Happened nutze ich immer Musik von Epidemic Sound. Das ist eine Soundbibliothek, wo man quasi Millionen von Songs gefühlt runterladen kann und die für seine Videos benutzen kann. Das kostet für YouTube-Kanäle ungefähr 10 € im Monat. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr einen kostenlosen Probemonat machen. Ich bekomme dadurch eine kleine Provision, die ich natürlich hier in die Formate und Webserien setze. Und ihr könnt 4 Wochen kostenlos diese Plattform ausprobieren. Soundeffekte, Musik etc. Link ist in der Beschreibung. Schreibt mir gerne mal, ob euch das gefallen hat. Ich mag tatsächlich ganz gern die Seite. Ansonsten würde mich interessieren, ob ihr auch mal so einen Moment hattet, wo ihr euch so krass deplatziert und blöde gefühlt habt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit weiteren Folgen von Shit Happened und freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin.